Apple erntet für den neuen Werbespot zum iPad unglaublich viel Shitstorm im Netz. Sogar Hollywood-Stars und Regisseure melden sich zu Wort und kritisieren den neuen Spot von Apple aufs Schärfste. Er sei psychotisch, er versucht die Leistung von Künstlern und Musikern zu Staub zu zermahlen und so weiter und so fort. Warum das so ist und was dahinter steckt, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Klären wir natürlich vorab erstmal, was ist passiert. Kürzlich veröffentlichte Apple das neue iPad Pro. Das ist das dünnste und natürlich auch das beste seiner Geschichte und es sei der Konkurrenz meilenweit voraus. Um das noch deutlicher zu machen, gab es in der Präsentation eine Szene mit einer gigantischen Presse, generiert von KI, die kreative Werkzeuge des Alltags zerstört, unter anderem eine Trompete, ein Klavier, eine Gitarre, Kameraobjektive, Plattenspieler und einen Arcade-Spielautomaten sowie ganz viele Farbtöpfe und andere Dinge. Diese Szene veröffentlichte Apple dann als Werbespot für das neue iPad Pro und dazu gab es dann noch Musik von Sonny und Cher als Untermalung. Tim Cook veröffentlichte dann natürlich auch diesen Werbespot auf seinem X-Profil, was vorher Twitter hieß, um die Massen von diesem Produkt zu überzeugen. Und er war natürlich auch stolz auf die Werbekampagne und dazu schrieb er: Stellen Sie sich all die Dinge vor, bei deren Erschaffung es verwendet werden wird. Und ab jetzt gab es einen mega Shitstorm. Denn viele User kritisierten diesen Spot. Er beschreibe die Übermacht von Apple, die alles zerstöre, was an Kreativität im Raum steht. Und unter anderem meldete sich natürlich auch Hollywood-Star Hugh Grant zu Wort, der wirklich drastische Worte wählte. Der Werbespot spiegelte die Zerstörung der menschlichen Erfahrung wider. Daraufhin fügte er dann noch schnippisch hinzu: mit freundlicher Genehmigung vom Silicon Valley. Auch die Grammy-prämierte Regisseurin Murano ließ natürlich auch kein gutes Haar an dem Clip und empfahl dem Apple-Boss Cook, er solle den Raum lesen. Muranos drastisches Urteil über diese Werbung: sie sei psychotisch. Ein X-User erklärte dann etwas ausführlicher, was ihn an der Werbung stört. Zu einer Zeit, in der sich Künstler, Musiker und natürlich auch Kreative mehr denn je sorgen, dass Tech-Unternehmen versuchen, sie für ihren eigenen Profit zu Staub zu zermahlen, kommt Apple mit einer Anzeige daher, deren einzige Botschaft lautet: Ja, genau, das ist das, was wir tun, und er bescheinigte dem Unternehmen ein unglaubliches Eigentor. Ein anderer User schrieb, vielleicht sollte man für die nächste Apple Watch Pro Sportgeräte zertrümmern, einen Roboter zeigen, der schneller läuft als ein Mensch und sich dann zur Kamera dreht und ihn sagen lassen: Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Jetzt mal ehrlich, seht ihr das genauso? Hat Apple hier den Bogen überspannt oder findet ihr die Kritik zu dem neuen Spot ungerechtfertigt? Schreibt's doch mal hier direkt in meine Videokommentare und lasst uns darüber diskutieren. Das Einzige, was ich zu dem Spot zu kritisieren habe, ist, dass hier Objektive von Kameras zerstört werden, um hier angeblich alles mit dem iPad erledigen zu können. Das ist nur wirklich völliger Quatsch. Mit den verbauten 12-Megapixel-Kamera kann man maximal Videokonferenzen machen, Dokumente scannen, aber gute Fotos produzieren bzw. gute Videos produzieren, da ist die Kamera wirklich mit den 12 Megapixeln etwas schwach auf der Brust. Was ich natürlich verstehen kann, ist, dass der Spot natürlich eine psychologische Wirkung auf den Betrachter hat. Eine gigantische Presse mit Zerstörung und Gewalt, und das ist natürlich für einige dann schon ein Dorn im Auge des Betrachters. Aber wenn es dann noch heißt, geliebte Dinge aus dem kreativen Alltag werden zerstört und alle in das neue iPad hineingepresst, dann wirkt es hier natürlich für den einen oder anderen schon sehr erdrückend für die eigene Kreativität. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, alle diese Dinge in das iPad irgendwie reinzulegen und das dann natürlich filmisch umzusetzen. Aber Apple wollte wahrscheinlich dann an den legendären Werbespot von vor 40 Jahren anknüpfen, als sie Werbung für den Macintosh machten. Der war natürlich eins der ersten mobilen Computern auf dem Markt und die Kampagne hierfür, die war zu damaligen Zeiten wirklich bahnbrechend und erregte Aufsehen, aber im positiven Sinn. Im Vergleich zu früher und heute ist das natürlich etwas komplizierter in den heutigen Zeiten und das sieht man natürlich auch an den zahlreichen Kommentaren. Apple hat sich für den Werbespot bereits ausgiebig entschuldigt und nimmt natürlich auch die TV-Kampagne zurück, denn ursprünglich war es geplant, den Spot auch im TV auszustrahlen, was jetzt natürlich aber durch die herbe Kritik nichts wird.
In dem Statement heißt es dann weiter, Kreativität liegt bei Apple in der DNA und es ist uns unglaublich wichtig gewesen, Produkte zu entwickeln, die Kreative auf der ganzen Welt unterstützen. So der Apple Manager. Unser Ziel ist es, die unzähligen Möglichkeiten der Nutzer zu würdigen, sich auszudrücken und ihre Ideen mit dem iPad zu leben und zu erwecken. Und es sei nicht Absicht gewesen, Kreative zu verärgern. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch negative Werbung eine gute Werbung. In der gesamten Weltpresse kann man jetzt nachlesen, wie heftig dieser iPad Pro Werbespot kritisiert wird. Aktuell hat dieser nach 3 Tagen 2,6 Millionen Aufrufe auf YouTube, was natürlich auch schon eine erhebliche Reichweite ist. Übrigens, die Kommentare zu diesen Videos und natürlich auch bei anderen Videos auf Apple sind natürlich wie gewohnt deaktiviert. Ich bin mir natürlich sicher, dass Apple nicht vorhatte, diese Negativkampagne zu starten, aber nun ist es nun mal so. Schau dir den Spot nochmal in Ruhe an und bilde dir einfach deine eigene Meinung zu diesem Spot und schreib sie, wenn du möchtest, direkt hier in meine Videokommentare rein. Lass uns drüber quatschen, ob das nur unwahrscheinlich schlecht ist oder unwahrscheinlich gut. Natürlich dann gesittet und vernünftig, das versteht sich von selbst. Und ich hoffe, dass ich dir die wichtigsten Informationen zu diesem Spot hier darbringen konnte. Bedanke mich bei dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.